Herzlich willkommen zu diesem Workshop. In diesem Workshop steht das Thema Aufbruch Fahrrad im Mittelpunkt. Die Idee hinter dem ganzen Thementrack ist ja, dass wir Beispiele aus ganz Europa zeigen wollen von Menschen, die zum Thema Artenschutz arbeiten, die für nachhaltige Verkehrswege arbeiten, die sich um die Frage des Klimawandels Gedanken machen und das dann in Bürgerräten besprechen, in Citizens Assemblies oder eben auch per direktdemokratischen Verfahren auf den Weg bringen. Die Beispiele zeigen allesamt, es ist wichtig, dass es eben die Kraft der Menschen ist, die diese Themen voranbringt, und es ist wichtig, dass wir diese Fragen nicht allein den Parlamentariern überlassen. Bei uns jetzt zu Gast ist Sonja Thiele von Aufbruch Fahrrad. Und Aufbruch Fahrrad ist eine Initiative aus Nordrhein-Westfalen. Das ist das Bundesland, das deutsche Bundesland, in dem wir hier gerade auch beide sitzen. Und Aufbruch Fahrrad hat etwas geschafft, was noch keine Volksinitiative vorher geschafft hat. Was das genau war, das werden wir gleich besprechen. Sonja, erstmal herzliches Hallo an dich. Danke, dass du hier heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich tatsächlich sehr, dass ich heute über Aufbruch Fahrrad berichten kann. Und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es die Menschen, die jetzt aus aller Welt zuhören, inspirieren wird und ihnen einen Schub vielleicht geben wird, dazu ähnliche Initiativen in ihrer Region, in ihrer Stadt, in der sie leben, voranzutreiben. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich erklären kann, was wir gemacht haben und wie das alles ablief. Sonja, du bist, das kann man am Hintergrund, an der Dekoration im Hintergrund erkennen, passionierte Fahrradfahrerin, aber erklär uns doch mal oder erzähl uns doch mal, was du ansonsten noch so machst, damit wir einen Eindruck von dir bekommen. Ja, gerne. Also ich bin Radverkehrsaktivistin, natürlich nicht hauptberuflich. Ich habe auch wie viele andere Aktivisten in anderen Bereichen einfach einen ganz normalen Job. Ich bin von Haus aus Volkswirtin und habe aber in 2018 damit begonnen, mich einfach stärker noch zu engagieren im Bereich Radverkehr, weil ich einfach etwas verändern wollte und gemerkt habe, wie schwer die Situation für viele Fahrradfahrer auf Deutschlands Straßen ist. Und das war noch ganz zu Beginn der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Ich bin dann da sehr schnell, sehr intensiv eingestiegen und habe vor allem den Bereich Social Media betreut. Aber natürlich habe ich auch genau wie alle anderen Aktivisten auf der Straße gestanden und Unterschriften für unsere Volksinitiative gesammelt. Und Aufbruch Fahrrad ist ja nun dann mit der Unterschriftensammlung abgeschlossen in 2019. Und was mich auch sehr freut, ist, dass in Nordrhein-Westfalen seitdem viele andere Bürgerbegehren im Bereich Radverkehr entstanden sind. Und auch in der Stadt, in dessen Nähe ich wohne, das ist die Stadt Bonn, gibt es ein solches Bürgerbegehren, das ist der Radentscheid Bonn, und dort konnte ich dann meine Erfahrungen aus Aufbruch Fahrrad auch einbringen und quasi dann nahtlos weitermachen auf einer lokalen Ebene. Okay, das war jetzt quasi schon der Abriss von dem, was wir heute so ein bisschen besprechen möchten. Aber ich gehe jetzt noch mal ganz an den Anfang. Du sagst, du bist da reingekommen bei Aufbruch Fahrrad, bei dieser Volksinitiative. Lief da die Unterschriftensammlung schon oder warst du so richtig dabei, als das Ganze aus der Taufe gehoben wurde, als die Initiative sich zusammentraf und dann der Entschluss kam, wir sammeln jetzt für eine Volksinitiative Unterschriften? Ja, also ich bin wirklich ganz zu Beginn dazugekommen. Da lief, glaube ich, Aufbruch Fahrrad gerade eine Woche lang, und inzwischen bin ich auch engagiert in dem Verein Radcom aus Köln, der diese Volksinitiative gestartet hat. Die Volksinitiative hatte ja einen sehr, sehr langen Vorlauf. Also wir haben, oder die Radcom zusammen mit dem ADFC in Nordrhein-Westfalen hat ja sehr lange vor Start der eigentlichen Unterschriftensammlung damit begonnen, die Volksinitiative zu planen und zu organisieren. Ganz kurz dazwischen. Sonja, der ADFC, Ja. das ist, was ist das für eine Organisation? Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Okay, weil
kennt man Ja, vielleicht ja, außerhalb richtig. Deutschlands nicht. So, also die Radcom hat einen Kongress organisiert. Da warst du, glaube ich, stehen geblieben. Genau, also das ist das, was die Radcom regelmäßig tut. Wir organisieren einmal im Jahr einen Kongress zum Thema nachhaltigen Verkehr, zum Thema Fahrradverkehr in den Städten, weil wir der festen Überzeugung sind, dass nur das Fahrrad unsere Städte retten kann. Also retten kann vor dem Verkehrskollaps, retten kann vor zu viel Lärm, Abgasen, einfach einer Überlastung des öffentlichen Raums mit zu vielen parkenden Autos. Und wenn wir in den Städten mehr auf Radverkehr setzen, dann werden unsere Städte lebenswerter werden. Und zwar für alle Bürger, für Fahrradfahrer, zu Fußgehende, für Autofahrerinnen, einfach für alle, weil wir insgesamt eine viel ruhigere, entspanntere Atmosphäre haben in der Stadt. Wir werden mehr Platz haben, weil ein Fahrrad einfach viel weniger Platz einnimmt als ein Auto, was sowieso in den meisten Fällen 23 Stunden am Tag nur auf einem Platz steht und nicht bewegt wird. Ja. Also das ist das, was die Radcom normalerweise tut, die Organisation von Volksinitiativen. Das war jetzt ein bisschen ein einmaliges Event und das hat natürlich uns auch wahnsinnig nach vorn gebracht und nochmal viel Kraft und Energie gegeben für alle zukünftigen Fahrradkongresse, die wir organisieren werden. Warum ausgerechnet eine Volksinitiative? Es gibt ja viele verschiedene Sachen, die man tun kann. Manche schreiben Briefe an Parlamentarier, manche organisieren eine Demo, Ja. manche schreiben eine Petition. Warum jetzt ausgerechnet eine Volksinitiative? Genau, also wir haben ja schon einige Jahre vor der Volksinitiative damit begonnen, auch diese Fahrradkongresse zu organisieren. Da waren auch oft Politiker, zum Beispiel aus Köln, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker war oft anwesend, hat sich committed zu mehr Fahrradverkehr in den Städten. Und nicht nur in Köln konnten wir das beobachten, sondern auch in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland generell ist, dass es eigentlich Lippenbekenntnisse von Politikern gibt, mehr Nachhaltigkeit in den Verkehr zu bringen. Es gibt Aussagen, die Politiker öffentlich treffen dazu, ja, wir wollen mehr Fahrradverkehr, wir möchten den Fahrradverkehr fördern. Aber wir sehen, es hapert einfach an der Umsetzung. Der Fahrradverkehr und vor allem der Ausbau der Fahrradinfrastruktur kommt nicht voran. Es gibt immer mal wieder einzelne Projekte, aber es fehlt an einem übergreifenden Ansatz, es fehlt an einem wirklich lückenlosen Netz von Fahrradwegen, die es allen Menschen, und zwar Kindern bis zu Senioren, Menschen jeglichen Alters, ermöglichen, sicher und bequem sich mit dem Fahrrad fortzubewegen von A nach B. Und wenn wir mit Menschen gesprochen haben und auch die Frage gestellt haben, wie stehst du denn dazu, vielleicht öfter mal das Fahrrad zu benutzen für Wege, auf denen es dir leicht fällt, dann haben wir oft so eine Argumentation gehört, ja, ich mag wirklich Fahrrad fahren, ich mache das total gerne, aber ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher auf den Straßen. Es gibt in meiner Gegend wenig Fahrradwege oder vielleicht sogar gar keine. Und dort, wo es Fahrradwege gibt, fühle ich mich einfach unsicher, weil man von Autos eng überholt wird, weil man angehupt wird, weil die Radwege nicht getrennt vom motorisierten Verkehr geführt werden. Also kurz gesagt, es gibt da eine Vielzahl von Problemen, warum Menschen sich auf dem Fahrrad in der Stadt nicht sicher fühlen. Und jeder kann es erahnen, wenn Erwachsene sich schon nicht sicher fühlen, werden sie auch ihre Kinder nicht ermutigen, das Fahrrad zu nutzen für den Weg zur Schule oder zum Sportverein oder zu Freunden. Und dann fällt es den Eltern eben leichter zu sagen, komm, steig schnell ins Auto, ich fahre dich zur Schule, das ist ja sicherer. In der Summe ist es natürlich überhaupt gar nicht sicherer, denn die Fußgänger und Fahrradfahrerinnen, die sich noch auf der Straße bewegen, die werden quasi von dieser Übermasse an Autos nach und nach an den Rand gedrängt.
Und das sehen wir auch an der Anzahl von Unfalltoten und Unfällen mit Radfahrer- oder Radfahrerinnenbeteiligung. Diese Zahl geht leider nicht wie die Zahl der Autounfälle insgesamt nach unten, sondern Nach ist oben, leicht ja. gestiegen. Ja, genau, sie ist gestiegen Ja. und das ist auch kein Einmaleffekt gewesen, der irgendwie auf besonders schöne, sonnenscheinreiche Sommer zurückzuführen gewesen ist, sondern das hat sich stabilisiert, dieser Trend. Leider, muss man sagen. So, und Ich lebe das selbst häufig genug. Ich fahre häufig mit dem Fahrrad zur Arbeit von Leverkusen nach Köln. Das sind etwa 20 Kilometer. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich mich auf diesen Weg mache, weiß ich, es wird 1 bis 2 Situationen geben, in denen es vor allen Dingen an mir liegt, dass nichts passiert. Weil ich schon ahne, dass ein Motorradfahrer oder Auto mich nicht sieht, weil ich mittlerweile ungefähr abschätzen kann, wo die toten Winkel sind, was ein Autofahrer ahnt und was er möglicherweise in der Hektik des Alltags nicht ahnt. Das Problem hast du, glaube ich, jetzt gut beschrieben, aber genau, gibt es die eine Lösung, die er anbietet an dem Punkt? Also ich wollte noch die eine Schleife drehen, warum wir jetzt eine Volksinitiative gewählt haben als Instrument, weil wir gesagt haben, so, also wir haben dieses Problem auf der Straße einerseits und wir haben das Commitment von Politikern andererseits, es fehlt aber an der Handlung und an der Umsetzung. Und warum tut es das? Und die Antwort, die wir gegeben haben, ist, Politiker haben schlicht und einfach Angst davor, wie die Masse der Menschen reagiert, wenn man sagt, so, jetzt nehmen wir hier einen neuen Fahrradweg und begrenzen dafür vielleicht den Raum für den Autoverkehr ein kleines bisschen. Man muss ja nicht gleich eine ganze Stadt autofrei machen, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und dem Radverkehr, der ja auch sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren und jetzt durch Corona zum Beispiel auch noch weiter angestiegen ist, etwas mehr Raum zu geben. Und Politiker erwarten vielfach wütende Proteste von Bürgern. Ich sage nicht, dass es die überhaupt gar nicht geben kann, aber wir wollten mit der Volksinitiative vor allem einen positiven Impuls geben, um diese Politiker in ihrer Förderung von Radverkehr zu unterstützen und zu sagen, schaut mal her, es gibt so viele Menschen in eurem Land, die wollen aktiv mit dem Fahrrad fahren. Die fordern von euch ein, dass ihr die Bedingungen für den Radverkehr tatsächlich stärkt, dass ihr es nicht nur sagt, sondern dass ihr es auch umsetzt. Und da hat unsere Volksinitiative angesetzt und hat gesagt, wenn wir Unterschriften sammeln, dann ist das so ein starkes Signal an die Politik im Sinne einer bestärkenden Kraft, dass wir diese Politiker sozusagen etwas sicherer machen können in ihrer Haltung für Radverkehr. Das war das Ziel. Und dann habt ihr losgelegt, ich glaube Mitte 2018, genau. circa ein Jahr lang Unterschriften gesammelt. Genau. Wie viele habt ihr zusammenbekommen? Ja. Wie viele habt ihr zusammenbekommen? Vielleicht ist es auch noch wichtig zu wissen, wie viel man mindestens haben muss. Das war immer so unser Minimalziel. Es müssen also mindestens 0,5% aller Stimmberechtigten in Nordrhein-Westfalen diese Volksinitiative unterschreiben. Und es waren ungefähr 66.000. Und wir haben dann am Ende, das wurde auch nicht vorher verkündet und von allen dann mit großer Spannung erwartet, 207.000 Unterschriften ungefähr gesammelt. Eine Wahnsinnszahl. Das heißt also fast 3-mal so viel, wie unser Minimalziel war. Und jetzt vielleicht auch noch kurz zur Einordnung für alle, die uns jetzt international zuhören. In ganz Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen Menschen. Das ist also so viel wie manches andere kleinere Land. Und natürlich hat es eines sehr großen Pools und einer großen Mannschaft an Aktivisten brauchten wir eine große Aktivisten gebraucht, genau, um diese Unterschriften dann auch zustande zu bekommen und
zu uns in die Unterschriftenzentrale nach Köln zurückzubringen. Denn wir haben diese Unterschriften dann ja am Ende des einen Jahres in 2019 an die Landesregierung übergeben und damit war die Unterschriftensammlung für diese Volksinitiative dann erst einmal abgeschlossen. Ich erinnere, glaube ich, die Bilder von der Übergabeaktion vor dem Landtag, das war auch wieder mit vielen Fahrrädern, oder? Es war großartig. Also es gab eine Sternfahrt. Es gibt diese jährliche Sternfahrt, wo von unterschiedlichen Orten aus wie ein Stern sozusagen verschiedene Korsos an Fahrradfahrern zu einem zentralen Punkt zusammenkommen. Und diese Sternfahrt wird jährlich organisiert vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Und in diesem besonderen Jahr gab es eben diese Sternfahrt nach Düsseldorf, wo die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen sitzt. Und wir sind von der Sternfahrt aus von Köln aus mitgefahren und es gab aber auch Fahrradkorsi aus vielen anderen Städten, die alle in Düsseldorf auf diesem zentralen Platz zusammengekommen sind. Es waren so viele Menschen mit Fahrrädern. Es war einfach fantastisch. Die Sonne hat geschienen an dem Tag. Es war eine unglaublich tolle Stimmung und wir haben alle nochmal richtig viel Energie daraus auch mitgenommen. Dann habt ihr die Volksinitiative übergeben. Wie waren dann die Signale aus dem Landtag? Wurde das mit offenen Armen empfangen oder begannen dann wirklich die harten Verhandlungen mit der Politik? Ja, also wir waren uns auch unsicher, was wir da zu erwarten hatten. Und es gab dann an einem Tag eine Anhörung im Verkehrsausschuss des Landtages. Dort haben unsere zwei Vertrauenspersonen, das ist einmal die Ute Szymanski von der Radkom aus Köln und zum anderen Thomas Semmelmann, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs für Nordrhein-Westfalen ist, die Volksinitiative den Abgeordneten im Verkehrsausschuss vorgestellt und der Verkehrsminister des Landes, Henrik Wüst, war auch dabei. Und unsere beiden Vertretungsberechtigten haben also diese Volksinitiative auch so vorgestellt, wie ich es eben beschrieben habe, nämlich als Ermunterung für Politiker, sich doch für mehr Fahrradverkehr einzusetzen, einfach weil die Menschen es wollen. Und das haben sie so gut gemacht, dass tatsächlich der Verkehrsausschuss das mit großer Begeisterung, kann ich fast sagen, aufgenommen hat und sich wirklich hat von den guten Argumenten, die wir natürlich auch haben, hat überzeugen lassen und in der Abstimmung darüber, wie jetzt diese Volksinitiative weiter zu behandeln ist, wirklich einstimmig mit den Stimmen aller Fraktionen. Und wir haben uns sagen lassen, dass das schon etwas Außergewöhnliches ist. Alle Fraktionen haben dafür gestimmt, die Forderungen der Volksinitiative aufzunehmen und in ein Fahrradgesetz zu gießen. Und diese Forderung oder dieser Beschluss wurde aus dem Verkehrsausschuss dann in den Landtag eingebracht. Und der Landtag hat eben auch beschlossen, dass ein solches Fahrradgesetz jetzt entwickelt werden soll. Es gibt schon erste Eckpunkte und dieser ganze Gesetzesprozess, der wird sich jetzt auch noch eine Weile ziehen. Es ist auch keine Überraschung, dass Corona dafür nicht gerade förderlich war. Das heißt, es ist nicht ganz so schnell vorangegangen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber sei es wie es ist, wir hoffen, dass es jetzt bald einen ersten zu veröffentlichenden Entwurf dieses Fahrradgesetzes geben soll, in dem unsere Ziele dann auch wirklich niedergelegt sind. Und ja, da sind wir sehr gespannt. Es ist in Deutschland ja sogar ein bisschen kompliziert, denn das entscheidet ja nicht der Landtag alleine, wenn er ein Fahrradgesetz auf den Weg bringt, sondern wegen des deutschen Föderalismus sind natürlich für ich glaube, für einen guten oder vielleicht sogar für den Großteil der Straßen die Kommunen zuständig.
Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es ja eben nicht nur diese Volksinitiative Aufbruch Fahrrad gibt, sondern dass es auch in den Städten und Gemeinden von Nordrhein-Westfalen, also zum Beispiel in Essen, in Marl oder in Bielefeld, sogenannte kommunale Bürgerbegehren gibt, die ganz ähnliche Anliegen haben, nämlich auch die Stärkung der Radinfrastruktur, der Verbesserung der Radwege und. Gibt es da einen Zusammenhang zu Aufbruch Fahrrad? Berät man sich kollegial oder läuft das für sich alleine? Nein, natürlich sind wir da im Austausch und wir glauben, dass das auch einer der größten Faktoren war, warum jetzt überall diese Vielzahl von Ratentscheiden ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch darüber hinaus entstehen. Wir haben also im ganzen Bundesgebiet Deutschlands mittlerweile 35 Ratentscheide. Und in Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise Aachen seinen Ratentscheid schon erfolgreich natürlich abgeschlossen. In Bonn, ich lebe ja persönlich in der Nähe von Bonn, läuft zurzeit auch ein Ratentscheid und weitere sind in Planung. Also natürlich waren auch viele von diesen Ratentscheiden dann mit Aktiven von der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad und auch von der Radcom im Austausch. Und man muss dazu sagen, dass ja einer unserer Partner für diese Volksinitiative, der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ja vor Ort in den Kommunen sehr aktiv war und auch einer der treibenden Kräfte dabei, die Volksinitiative wirklich in die Fläche zu bringen, dass dadurch sehr viele Erfahrungen damit gemacht wurden, wie kann man das Ganze denn organisieren? Und diese guten Erfahrungen, die konnte man dann schnell verwenden für solche Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene. Und ja, das ist unter anderem auch ein Ergebnis der Volksinitiative. Jetzt mal so ein paar ganz praktische Kampagnentipps. Wenn ich jetzt morgen in Leverkusen mit einem Bürgerbegehren zum Thema Fahrradwege loslegen würde, was würdest du mir empfehlen, um das in die Öffentlichkeit zu bringen? Also eine der besten Sachen bei Aufbruch Fahrrad, die ich auch persönlich jetzt nach Bonn zum Beispiel eingebracht habe, war unser starkes Aktionsbündnis. Wir hatten bei Aufbruch Fahrrad 120 Mitglieder, das waren NGOs, Vereine, Initiativen, die insgesamt diese Volksinitiative getragen haben. Da waren natürlich manche Spieler sehr stark mit beteiligt, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub war natürlich sehr stark beteiligt, aber es waren auch andere Akteure aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt, Mobilität allgemein. Wir hatten Sportvereine dabei, wir hatten kirchliche Organisationen dabei. Also es war wirklich ein sehr bunter und gemischter Strauß, eine große Bandbreite von Akteuren, die sich für eine nachhaltige Fahrradpolitik in Nordrhein-Westfalen stark gemacht haben. Und so etwas würde ich wirklich jedem empfehlen, der ein Fahrradthema oder vielleicht auch irgendein anderes Thema nach vorne bringen möchte, nämlich sich Partner aus der Zivilgesellschaft zu suchen, um damit das Signal auszusenden, hey, wir sind nicht allein. Wir sind jetzt hier nicht eine Bande von verrückten Fahrradaktivisten, die einfach nur schneller irgendwie über die Gehwege fahren wollen. Nein, wir haben viele hinter uns. Wir sind sehr viele. Wir haben Organisationen hinter uns, die man da vielleicht auch nicht in erster Linie vermuten würde. Und da geht es einfach darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und hier haben wir bei Aufbruch Fahrrad auch gemerkt, wie groß dieses Bedürfnis in der Gesellschaft ist, auf anderen Transportmöglichkeiten unterwegs zu sein, als immer nur das Auto, sondern sich einfach aus eigener Kraft zu bewegen für die eher kürzeren Wege, jetzt nicht für den 40 Kilometer Pendelweg zur Arbeit, aber für die eher kürzeren Wege zum Einkaufen, zur Schule, in der Freizeit, das Fahrrad zu benutzen oder es zu kombinieren mit anderen Verkehrsmitteln. Und ich glaube, dass eben so ein Aktionsbündnis mit starken Partnern ganz, ganz wichtig ist für die Kommunikation nach außen. Ich schaue auf die Uhr, deswegen, wir müssen so langsam zum Ende kommen, damit wir gleich auch noch Zeit für Fragen an dich haben.
Trotzdem zum Schluss nochmal die Frage, ich merke natürlich, du brennst für das Thema, das ist auch allein an deiner Zimmereinrichtung gut zu erkennen. Trotzdem nochmal die Frage, wie blickst du jetzt auf diese Zeit zurück, diese Zeit der Volksinitiative? Das ist ja immerhin ein ganzes Jahr, dass du diesem Thema gewidmet hast. Ja, genau. Also ich kann nur sagen, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich muss man auch sagen, dass es auch viel Kraft erfordert. Da ging viel Zeit drauf, aber man verbringt diese Zeit mit Gleichgesinnten. Ich habe wahnsinnig viele neue Leute kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Es war für mich persönlich auch eine sehr bereichernde Zeit und ich kann nur sagen, dass das eine Erfahrung ist, die ich nicht missen möchte in meinem Leben. Es hat mich persönlich auch ein Stück weitergebracht, ja. Sonja, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ihr habt es gemerkt, wir haben dieses Interview aus technischen Gründen vorab aufgezeichnet, aber wir sind trotzdem jetzt nochmal live im Zoom und ihr könnt eure Fragen stellen an Sonja. Alles rund um das Thema, wie organisiere ich eine Kampagne zum Thema Radwege in meiner Stadt, in meinem Land. Wie war das bei Aufbruch Fahrrad? Wie habt ihr bestimmte Inhalte angepackt? Wie habt ihr eure Kampagne organisiert? Und. Stellt eure Fragen, nehmt kein Blatt vor den Mund, fragt alles, was euch einfällt. Sonja, schon mal jetzt ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Wir sehen uns ja dann nach der Aufzeichnung nächste Woche beim Online Global Forum wieder und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich sage jetzt nicht Tschüss, weil es geht ja jetzt nahtlos weiter. Dankeschön. Genau.